Heute habe ich vor, ein Herbstgesteck zu erstellen. Ja, und als Basis wird mir diese kleine Holzbox dienen. In meinem Fall ist sie jetzt auch schon mit Folie ausgekleidet. Wenn das jetzt bei eurer Holzbox nicht der Fall sein sollte, dann auf jeden Fall Folie einarbeiten, weil da wird jetzt gleich auch Nasssteckschaummasse verwendet werden. Boah, was ein Wort. Meinen Nasssteckschaum hatte ich jetzt eine gute Stunde im Wasser liegen lassen. Ja, einfach damit er sich halt auch ordentlich mit Wasser vollsaugen kann. Ja, und das ist jetzt eine Steckschaummasse, die hatte ich schon mal für ein vorheriges Projekt verwendet. Und ich muss meinen auch noch etwas zurechtschneiden. Der ist nämlich jetzt für meine Zwecke einen Tacken zu breit. Von der Höhe passt das jetzt schon mal so weit. Für alle, die sich jetzt fragen sollten, wie hoch meiner jetzt überhaupt ist. Ja, so in etwa 6 cm. Und die Länge beträgt in etwa, sagen wir mal, 18 cm. Und zum Schneiden des Steckschaums verwende ich immer am liebsten mein altes Brotmesser. Ich nehme jetzt erstmal etwas zu wenig weg. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Die Steckschaummasse, die verwende ich immer so lange, wie es irgendwie geht. Weil ich möchte nicht jedes Mal dann neue Steckschaummasse verwenden. So, das passt doch jetzt schon mal so weit, so gut. Wenn ihr jetzt auch hier Luft an den Rändern haben solltet, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Da brauche ich jetzt wirklich keine Steckschaummasse. Mein Gott, ist das ein Wort, ne? Okidoki, dann zeige ich euch jetzt schon mal einen Teil der Materialien. Hier haben wir Hortensien aus meinem Garten. Die möchte ich aber so einarbeiten, dass man halt hier nur diese Verfärbung nachher sieht. Dann habe ich hier Fetthenne, stammt auch aus meinem Garten. Eventuell Zieräpfel. Dann haben wir hier Mädchenkiefer. Ratet mal, stammt auch aus meinem Garten. Und last but not least Hagebutten. Es kann aber auch gut möglich sein, dass ich mir noch Materialien hinzuholen werde. Ich habe hier nämlich noch nicht alles auf meinem Arbeitstisch liegen. Und bei den Hortensien, da würde ich immer diese kleinen Blättchen entfernen. Die trocknen, ich sag mal, so ein bisschen unschön ein. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir die jetzt großartig noch zurechtschneiden möchte. Sagen wir mal hier diese einzelnen, die kann ich besser separat nachher einarbeiten. So, ihr kommt mal dahin. Jetzt halte ich das Ganze hier mal an, wie ich mir das so in etwa vorstelle. Die Hortensien dienen mir jetzt auch so, ich sag mal, als Basis. Die sollen das Ganze, oder die sollen das Ganze an Steckschaummasse gut verstecken. Ich glaube, ich habe mich jetzt total versprochen, aber ist jetzt auch wurscht. Ja, wie war das nochmal? Ich rede schneller, nee, ich denke schneller, als ich sprechen kann, so rum, ne? Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das wird jetzt sozusagen mein Hauptgrün werden. Und jetzt kann man die Hortensien ganz entspannt in die Steckschaummasse hineinstecken. So wie ihr das halt gerne haben möchtet. Mal eben schauen. Ja, hier nehme ich auch diese Sachen weg, die da so alleine am Stiel dran sind oder fast alleine. Das wird aber jetzt nachher nicht entsorgt werden. Das wird auch natürlich eingearbeitet werden. So, mal eben gucken. Die haben wir hier noch etwas zu lang. Ja, und diese Hortensien, die können im Laufe der Zeit auch ruhig eintrocknen. Die halten relativ gut auch diese Farbe. Es kann aber auch sein, dass sie leider nur mal braun werden. Ist immer so ein bisschen 50-50 bei den Hortensien. Und das sind jetzt eigentlich auch alles Materialien, wo ich sage oder finde, wenn die eintrocknen, sehen die immer noch schön aus, wie ich finde. Sogar die Hagebutten, die werden dann im Laufe der Zeit etwas, ja, schrumpelig. Aber ich finde die dann immer noch schön, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich finde, die sehen dann wirklich noch hübsch aus. So. Okay, mein nächstes Basisgrün wird dann die Fetthenne werden. Muss ich natürlich auch noch zurechtschneiden. Ja, vielleicht den hier abschneiden, mal gleich gucken, weil das wäre jetzt für mich hier doch etwas too much. Beziehungsweise der Stiel wäre mir jetzt auch zu lang. Da nehme ich auch mal die kleinen Blättchen weg. Und dann auch wieder easy peasy in die Steckschaummasse hineinstecken. Bei meiner Mädchenkiefer, da muss ich mir ganz viel noch zurechtschneiden. Die hat jetzt, warum auch immer, wenig Verzweigungen gehabt. Dem Zweig, dem ging es nicht ganz so gut und von daher habe ich den einfach mal abgeschnitten. Wenn ihr keine dreckigen Hände durch die Kiefer haben möchtet, an dieser Stelle auch mal lieber Handschuhe anziehen. Ich habe jetzt hier nachher wirklich nur so einzelne. Da haben wir etwas dran, das gefällt mir nicht. So, weg. Ich habe hier aber noch mehr Mädchenkiefer in meiner Werkstatt liegen, so ist es nicht. Die möchte ich mehr so, ja, so ein bisschen mehr beieinander haben. Ne, jetzt nicht nur immer so eine Mädchenkiefer, sondern sagen wir mal so 5 Stück an einer Stelle dann immer. Wie so ein Tuff. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Zeitraffer, bis ich halt hier diese 3 Materialien in meinem Steckschaum hineingesteckt habe. Und ich hätte jetzt schon fast eine wichtige Sache vergessen. Macht euch mal Gedanken,
wo ihr so einen Kerzenhalter platzieren möchtet. Hätte ich jetzt wirklich fast vergessen. Der hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von circa, ja, so in etwa 8 cm außen gemessen. Und eine Höhe von, ja, so grob 9,5. Habe ich da noch ein Preisschild dran? Ach nee, doch nicht. Ich werde das jetzt bewusst hier mehr an dem Rand machen. Man kann es natürlich auch hier in der Mitte platzieren, aber ich denke, das sieht ganz cool aus, wenn die Kerze nachher mehr so am Rand platziert ist. Und ich wollte das ja auch zumindest hier einigermaßen symmetrisch machen. So, zack. Ich kann wir auch ruhig etwas hinausschauen lassen. Und dann gehe ich aber jetzt mal etwas auf Zeitraffer. Dann melde ich mich gleich wieder, wenn die anderen Materialien eingearbeitet werden. Jetzt fehlen nur noch meine Zieräpfel und Hagebutten. Und bei den Hagebutten werde ich die Blätter komplett entfernen, weil die halt so unschön eintrocknen. Aber Vorsicht bei den Hagebutten, hier sind nun mal Dornen dran. Es gibt auch spezielle Messer, womit man die Dornen einfach so entfernen kann. Ich schneide sie mir jetzt aber mit meiner Schere einfach mal ab. So, ich muss die hier eh noch etwas kleiner schneiden, die Hagebutten. Und die Hagebutten könnt ihr dann einfach in den Steckschaum hineinstecken. Und wie gesagt, die haben nun mal Dornen. Ja, und die Zieräpfel, die werde ich einfach mit einem Zahnstocher befestigen. Steckt den da einfach mal so hinein und zack, könnt ihr dann auch easy peasy einarbeiten. Hagebutten dann halt auch einfach nur so hineinstecken. Und ja, dann fehlt gleich noch meine Kerze. Ich hatte in der Zwischenzeit auch noch überlegt, ob ich noch mehr einarbeiten möchte. Zum Beispiel Zapfen oder was hatte ich denn noch hier alles? Wilde Möhre, vielleicht mache ich hier gleich noch irgendetwas, weiß ich aber noch nicht. Aber ich denke, das reicht dann auch erstmal soweit. Kann höchstens sein, dass da halt noch etwas hinzukommen wird. Aber muss ich jetzt selber noch mal in Ruhe überlegen und dann beschleunige ich das Ganze mal wieder für euch. Ich drehe es jetzt auch mal wieder, könnt ihr das besser sehen. Ist für mich dann ein bisschen blöder zum Arbeiten, weil ich das dann nicht so gut erkennen kann. Aber ich glaube, das sieht nachher ganz niedlich aus. Eigentlich fehlt jetzt nur noch meine Kerze, allerdings habe ich jetzt gerade noch in meiner Werkstatt diese Fliegenpilze gefunden. Ich denke, die machen sich da jetzt nachher ganz gut drin. Und wer keine echte Kerze verwenden möchte, der kann ja auch alternativ eine LED-Kerze verwenden. Allerdings lasse ich die Kerze auch jetzt nicht komplett bis unten hin abbrennen, weil das Material trocknet ja auch nur mal im Laufe der Zeit ein und dann ja, wäre es etwas gefährlich. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Also alternativ dann einfach so eine LED-Kerze nehmen. Und ja, ich habe da auch immer ein Auge drauf. Ne? Also ich verlasse jetzt nicht den Raum und lasse das da einfach mal ja, fröhlich vor sich hin fackeln. Ne? Immer da ein Auge drauf haben, wenn ihr auch mit echten Kerzen arbeiten solltet. Das gleiche gilt natürlich auch für Adventskränze. Aber ich glaube, mit dem Fliegenpilz finde ich ganz gut. Nö, ich finde es niedlich. Also noch mehr werde ich daran jetzt auch nicht dekorieren. Man kann hier natürlich auch noch etwas mehr Abstand einarbeiten. So sieht es natürlich schön aus, ne? Wenn es so richtig schön nah dran ist. Aber ich biege mir das mal eben hier etwas weg von der Kerze. Sicher ist sicher. Und ich weiß, ich habe schon erwähnt, immer ein Auge auf die brennenden Kerzen haben. Sicher ist sicher. Ach, was ich euch jetzt auch noch sagen wollte, ich habe etwas Fetthenne übrig behalten. Ich werde die jetzt einfach mal beiseite legen, lasse die in Ruhe eintrocknen und eventuell kann man die später noch für Adventsgestecke verwenden. Je nachdem, ob sie halt die Farbe behält oder halt nicht. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für dieses Herbstgesteck findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!